Hallo ihr Lieben. Ja, nachdem ich gestern das Craft-Update hochgeladen habe, haben ganz viele von euch mich darum gebeten, mal in einem Tutorial zu zeigen, wie ich die Sargshaker gemacht habe. Ich kann euch nochmal gerade den anderen zeigen, falls jemand das Craft-Update nicht gesehen hat. Ihr wolltet wissen, wie ich das gemacht habe und ja, klar, kann ich gerne zeigen. Und ja, ich habe hier schon mal was vorbereitet und zwar einmal hier den Sarg. Da habe ich schon einen Sticker reingeklebt, eine grüne Spinne, wie ihr seht. Und ich wollte das gerne mal in grün halten. Ich habe ja die anderen immer alle sehr so in orange-gelb gehalten und jetzt wollte ich mal grün. Und dann habe ich die Spinne schon mal da reingeklebt und hier schon mal das Zeug zusammengesucht, was ich gerne reintun möchte. Und ich habe hier auch noch mal so eine kleine Charmhexe. Und ja, wie ihr seht, alles in grün. Und ja, ein paar Sternchen auch noch in Silber. Und ja, das kommt jetzt einfach hier rein. Ich hoffe, das ist nicht so viel. Das war jetzt irgendwie in dieser Schale, sah das so viel aus. Ist ein Sternchen hier verloren gegangen. So. Einfach drauflegen. Ja, ist ein bisschen viel. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Das kann jeder selber entscheiden, wie viel er da einfach drin haben möchte in diesem Shaker. Das ist ja jeder, wie er es so mag. Klar ist halt weniger Bewegung drin, wenn mehr Zeug drin ist, aber ich denke, das dürfte so noch ganz gut gehen. Ja, und dann geht es auch schon weiter. Ich glaube, ich zoome euch mal ein bisschen näher ran, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So. Ja, hier ist noch überall schmiert die Farbe rum, egal. Ja, so ist das. Ja, ne? Und ja, jetzt nehme ich hier meinen, ich habe jetzt den Schmucksteinkleber genommen. Ich denke, da geht aber auch jeder andere Kleber. Das ja, müsst ihr einfach mal ausprobieren. Und ja, dann nehme ich mir ein Stück Folie. Und zwar habe ich hier so eine, ja, das könnt ihr jetzt halt nicht sehen, ne? Das ist Folie. Und da habe ich hier auch schon was rausgeschnitten, so könnt ihr es ja vielleicht ganz gut sehen. Das ist einfach eine durchsichtige Folie, da könnt ihr jede beliebige Folie nehmen, die ihr zu Hause findet, auch von Verpackungen. Was zum Beispiel auch ganz gut geht, ist hier so von den Stickern diese Hintergründe oder so, das ist ja auch so Folie, das geht auch. Müsst ihr halt gucken, das muss relativ glatt sein. Und also keine, dass man durchgucken kann, dass da eben keine Kratzer drauf sind oder so. Ja, und dann lege ich mir das hier drauf, dass ich so ungefähr sehen kann, wie groß das sein soll. Dann schneide ich mir das hier raus. Ich hoffe, ihr könnt das so alles noch gut sehen. Und vielleicht ein kleines bisschen so. Ja, und dann passe ich mir das hier an. Also ich lege das einfach hier drauf. Halte das fest, dass das hier so halb ist, dass das nicht ganz bis zum Rand geht. Und schneide dann hier so auf der, auch so halb entlang auf dem Rand. So, seht ihr? Das ist immer nur so die Hälfte bedeckt ungefähr. Dann dasselbe auch hier. So, dann drehe ich mir den um. Seht ihr das hier? So. Mal hier festhalten. Das ist nicht so verrutscht, das ist gar nicht so einfach. Weil sonst passt es am Ende nicht. Ich sag mal, jetzt hier ist es nicht ganz so schlimm. Wenn jetzt Wasser drin ist zum Beispiel, ist es ein bisschen schlimmer. Oder wenn man es halt wie jetzt in unserem Fall noch mit Harz domen will, dann braucht man es natürlich passend, sonst läuft ja, das Harz in das Teil rein und das wollen wir ja nicht. So, ich räume jetzt gerade mal hier die Plastikteile. Das ist gar nicht so einfach auf der Silikonmatte. Die kleben da immer so schön fest. Ja. So, und wie ihr seht, passt das jetzt genau hier drauf. Und dann gucke ich nochmal, weil ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Ja, hier so ein bisschen, da sind jetzt ein paar Fingerabdrücke drauf. Die kann man jetzt nochmal ein bisschen abwischen. Ich drehe die Folie dann auch
so, ne? Geht. So, und so, ich muss mir die mal hier nebenhin legen, sonst kriege ich die wieder nicht ab von der Silikonmatte. Und dann mache ich mir ganz einfach, ja, ganz einfach, wenn das rauskommt aus dem Kleber. Auch schon bald wieder leer. Kommt das raus? Da ist eigentlich noch genug drin. Und so. Und dann mache ich mir das einfach hier so außen rum, genauso auch auf den Rand. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich muss jetzt gerade mal hier so ein bisschen drücken. So, der muss auch wirklich komplett drumherum sein, dass das auch dicht ist. Und dann nehme ich mir meine Folie und lege die hier oben drauf. So. Und dann nehme ich mir hier so ein Teil, das ist aber egal was. Ich wollte es nur nicht mit dem Finger machen, weil sonst hat man den ganzen Kleber am Finger. Und dann drücke ich mir das hier so ein bisschen fest. Dass das auch rundherum richtig schön ja, da drauf klebt. Und dann kann man sich noch zum Beispiel ein Wattestäbchen oder so nehmen und kann hier die Ränder nochmal wegwischen. Ich habe jetzt aber gerade keins da. Ich mache das dann gleich. Ich mache jetzt gleich kurz Pause, weil das muss jetzt erst trocknen. Und dann machen wir zusammen weiter. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich zeige es nochmal so ein bisschen. Was ihr nicht machen dürft, ist jetzt schütteln, weil der Kleber teilweise hier ein bisschen reinläuft am Rand. Und dann habt ihr, die Klebeteile kleben dann fest. Deswegen einfach so liegen lassen und warten, bis das gut durchgetrocknet ist. Ja, und das mache ich jetzt und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, ihr Lieben, weiter geht's. Ich habe jetzt in der Zeit, wo das getrocknet ist, also ihr seht, hier innen ist es noch weiß, das heißt, es ist noch nicht trocken, deswegen auf keinen Fall schütteln. Aber außen ist es schon getrocknet, das braucht innen eine Weile. Das wird auch ja, über Nacht wahrscheinlich trocknen müssen, bis das innen auch trocken ist. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir das ja sowieso noch domen wollen und ja, da muss es eher dann trocknen. Ich habe jetzt in der Zeit, wo ich gewartet habe, dass das trocknet, habe ich hier noch zwei andere fertig gemacht. Und zwar einmal hier die Schneekugel, die habt ihr ja schon gesehen im Craft Update. Die habe ich jetzt soweit fertig gemacht. Da sind jetzt auch die Schüttelteile drin, die Folie oben drauf und ich habe die schon mit Jellies beklebt. Und ja, die trocknet jetzt auch. Und dann habe ich noch einen anderen Sarg gemacht in lila, den finde ich auch total toll geworden. Da ist jetzt alles, auch die Jellies in lila. Den Kürbis habe ich da unten festgeklebt. Und hier oben, ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen, sitzt eine dicke Spinne in ihrem lila Spinnennetz. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ja, fand ich total süß und der gefällt mir richtig gut in lila. Jetzt muss ich gerade mal die Perlen hier wieder, weil der Kürbis ist ja geklebt. Und ja, da sieht man auch noch hier die Ränder, die hellen, ja die weißen hier. Das ist noch nicht trocken. Ja. Genau, und ich würde sagen, wir kleben jetzt hier die Jellies zusammen. Ich hole euch wieder ein kleines bisschen näher ran. Und ich muss mal gucken mit der Lampe. Ja, ganz dunkel wollte ich es jetzt auch nicht haben. So, ich hoffe, ihr könnt es so ganz gut sehen. Und ja, ich habe mir hier schon die grünen Jellies bereitgelegt. Und ich fange dann immer an, ich mache dann hier auf diesen Rand einfach wieder Schmucksteinkleber. So, erstmal so hier ungefähr. Ich hoffe, ihr seht das alles. Dann nehme ich hier meinen Perlenpen und klebe mir die erstmal hier so in die Ecke rein, damit das auch so gleichmäßig wird. Also 5 Stück passen oben in die Reihe. So. So. Solange der Kleber noch feucht ist, kann man sich die ja noch so ein bisschen zurechtschieben, wie man die haben will. Ich hoffe, das geht. Und das ist jetzt nicht so dunkel, aber so blendet es dann. Ich hoffe, es geht. Genau, und das mache ich dann hier genauso. Und setze mir hier, da passen dann auch noch
4 Stück hin. Das sind übrigens Jellies in der Größe 4 mm. Wenn ihr kleinere Jellies benutzt, ja, passen dementsprechend ein paar mehr dahin. So. Ja, ich wollte euch nochmal Danke sagen für die ganzen Kommentare auf mein Craft-Update und für ja, die ganzen lieben Worte und eure Begeisterung. Das hatte ich irgendwie überhaupt nicht erwartet, dass ihr da so, ja, so viele Kommentare schreibt. Und ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass die Särge bei euch so gut ankommen. Und ja, es war echt schön. Ich lese immer gerne eure Kommentare. Ich versuche auch wirklich jedem von euch zu antworten, aber es ist halt nicht immer so einfach, da mitzukommen. Und ja, umso mehr Kommentare ist ja klar, umso schwieriger wird's. Aber ich versuche wirklich auf jeden einzugehen. Ich wurde übrigens gefragt, ob ich die Teile verkaufen würde, die hier drin sind, der Kürbis und so weiter, Geist, Mond. Ja, das kann ich machen. Also wenn da Interesse besteht, müsst ihr mir einfach nur Bescheid sagen. Ich kann auch gerne so ja, Tütchen in den Shop stellen mit einfach Teilchen. Ja, müsst ihr mir einfach nur Bescheid sagen, wie ihr das gerne hättet. Ob ihr gerne gemischte Tüten hättet oder also wo dann alles drin ist. Ich sag mal jetzt hier Geister, Kürbisse, Fledermäuse und Monde und Sterne. Oder ob ihr lieber sagt, macht eine Tüte, vielleicht sollte ich erstmal Kleber drauf machen. Das kommt vom Babbeln. Oder sagt ihr lieber, ja, mach eine Tüte 10 Geister und 10 Kürbisse oder sowas. Könnt ihr mir ja gerne mal ja, Feedback da lassen, wenn ihr Interesse daran habt. Kann ich das gerne für euch machen, das ist kein Problem. Und ja, die Teilchen, die Särge und so weiter, ja, ich sag mal, ohne was, also, ups, jetzt habe ich ja schon mit dem Stift dran, ja, ich sag jetzt mal blanko, ohne Verzierung, ohne irgendwas, die Särge, die darf ich nicht verkaufen. Das geht leider nicht, ja, das ist vorgeschrieben von dem Shop, wo ich die Molds gekauft habe, dass man die nicht weiter verbreiten darf, die Molds. Also ich darf jetzt auch keine Molds daraus gießen und Molds verkaufen und dementsprechend halt auch keine Teilchen einfach so verkaufen. Ich sage jetzt mal negative, damit ihr euch Molds machen könnt. Das geht natürlich auch nicht. Ja, wollte ich nur mal angemerkt haben. Das ist ja eigentlich auch irgendwie klar. Aber ich wollte es einfach nochmal gesagt haben. Ich antworte auch noch auf eure Nachrichten, keine Angst. Also ich gehe da auch auf jeden nochmal persönlich ein, die mich gefragt haben. Aber ich wollte es einfach nur für die anderen, die eventuell mit dem Gedanken spielen, das auch nochmal erwähnen, dass das so nicht geht. Ja. Und ja, viele haben gefragt, wo ich die Molds gekauft habe. Der Shop ist in den USA und heißt Molds by Mia, wer es noch nicht mitbekommen hat. Da habe ich die gekauft. Die gibt es auch bei anderen Händlern, gar keine Frage. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen gucken. Ich habe die allerdings wirklich nur in den USA gefunden, die Molds. Und der Versand aus den USA ist wahnsinnig teuer. Also ich kann es euch nur vorher schon sagen, da müsst ihr mit, ich glaube, ich habe um die $15 Versandkosten bezahlt. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Zwischen 15 und $20 Versand. Damit muss man rechnen. Aus den USA. Ja, und jetzt habe ich die Jellies geklebt. Ich gehe mal wieder ein bisschen hier raus. Zeige es euch aber auch nochmal nah. Ihr habt es ja gesehen. So sieht er jetzt aus. Ich finde den auch ganz klasse geworden. Es sind halt wirklich viele Schüttelteile drin. Ich habe jetzt bei dem Lilan wieder ein bisschen weniger, aber das ist ja wie gesagt Geschmackssache. Kann ja jeder so auffüllen, wie er möchte. Die Spinne ist jetzt auch total verdeckt. Aber ja, ist nicht so schlimm. Besser als wenn es dann festklebt. Und ja, jetzt müssen wir die Steinchen trocknen lassen. Und dann können wir die Teilchen domen. Ich würde euch jetzt auch nochmal mitnehmen beim Domen, auch wenn ich dazu schon ja, Videos gemacht habe, weil Domen ist ja eigentlich immer gleich. Aber ja, ich mache es dann einfach gleich. Wie gesagt, nur der Schmucksteinkleber muss erst trocknen. Das ist ganz, ganz wichtig. Der gibt sonst so Schlieren im Harz.
und das geht auch nicht mehr weg. Ich zeige euch nochmal schnell, ich habe gestern noch ein paar Teilchen gegossen. Und zwar habe ich noch Särge gegossen in schwarz und hatte noch ein bisschen Reste übrig. Und dann habe ich hier noch schwarze Geister. Ich hole mal gerade die Lampe wieder ein bisschen ran. Auch wenn das jetzt hier blendet, aber das ist ja nicht so schlimm. Da habe ich hier 2 Geister in schwarz gegossen. Die kommen dann auch in den Shop. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die verziere oder ob ich die mit dranhänge an die Särge. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich zu viel. Die sind halt auch sehr groß, aber ja, mal schauen. Da habe ich noch die gegossen und hier habe ich noch so ein Bärchen. Ich hatte mir ja so eine Bärchenform. Den finde ich auch sehr süß. Habe ich schon Schraubösen reingemacht. Ja, muss ich mal gucken. Finde ich auch ganz cool, mal so Bärchen. Ja, wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Ja, dann würde ich sagen, ich lasse das hier trocknen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, kommen wir zum letzten Teil. Und zwar habe ich mir jetzt hier ein bisschen klares Harz angemischt und jetzt domen wir schnell noch die Teilchen. Und dann war es das auch schon. Deswegen müsstet ihr auch darauf achten, dass die dicht sind beim Kleben, weil wenn ihr da jetzt Harz drauf kippt, kann das sein, dass es reinläuft in das Teil und dann geht es nicht mehr schütteln. Das kann passieren, ist mir bis jetzt Gott sei Dank noch nicht passiert, aber ja, ich würde es jetzt nicht ausschließen. Von daher, ja, schauen wir mal. Und ich gieße das jetzt einfach da drauf. Ich fange mit dem hier an, weil das schon am längsten trocken ist und das vielleicht noch einen Moment trocknen kann. Und ja, ich gebe mir da einfach ein bisschen was drauf. Einfach so mitten drauf. Erstmal so. Man kann ja auch später noch ein bisschen mehr machen. Ich denke, ich hole euch noch mal ein kleines bisschen näher ran, so vielleicht. Ist ja halt auch blöd, weil meine Hand dann auch immer davor ist, aber anders geht es leider nicht. Ich nehme dann hier mein Stäbchen und dann schiebe ich das einfach hier drüber, auch über die Steinchen, damit die schön mit drin sind im Harz. Dann fallen die nicht so leicht wieder ab. Und ja. Genau, und dann schiebe ich mir das hier einfach hin, wo ich es haben will, das Harz, bis zum Rand. Schön aufpassen, dass es nicht drüber läuft. Ich lege die Teilchen hier immer auf meine Silikonmatte. Falls was drüber läuft, ist es nicht so schlimm, weil liegt es auf dem Tisch, kriegt ihr das halt nicht mehr ab. Dann wird das sozusagen am Tisch fest. Das wäre natürlich nichts. Ja, deswegen, ich habe halt keine Doming-Matte. Könnt ihr euch natürlich auch kaufen, wenn ihr sowas haben wollt. Bei mir klappt das jetzt so ganz gut. Das ist der einzige Nachteil, wenn da jetzt was runterläuft, läuft das hinten dran. Also das würde man dann sehen. Bei jetzt hier diesem durchsichtigen Teilchen. Bei den anderen ist das dann auch nicht so tragisch. Also ich finde das nicht so schlimm, wenn man dann hinten so einen kleinen Rand hat. Stört mich jetzt nicht wirklich. Aber ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Auf keinen Fall irgendwie auf dem Tisch domen oder so, weil das wird euch da fest, wenn da was runterläuft und das geht nie wieder ab. Oder eben nur mit Gewalt und wahrscheinlich kaputter Tischplatte oder so. Ja, das hat jetzt hier schon eigentlich ganz gut gereicht, was ich da drauf gekippt habe. Das war in Ordnung. Jetzt halt nur gucken, dass alle Steinchen schön mit drin sind. Und dann haben wir das auch schon. Ich schiebe das immer noch so ein bisschen hin und her, damit ja gleich viel Harz verteilt ist sozusagen. Einfach nur so ein bisschen. Ja, und dann war es das schon mit dem ersten Teil. Ich hoffe, ihr habt jetzt überhaupt irgendwas gesehen. Dann nehme ich mein Feuerzeug und gehe da drüber, dass die Bläschen verschwinden. Das seht ihr wahrscheinlich, dass da noch Bläschen drauf sind. Man kann das auch noch ein bisschen stehen lassen, auch später noch mal kurz drüber gehen. Upsa. Vielleicht sollte man nicht gerade mit dem Feuerzeug ins Harz rein. Ah, ist schon öfter mal passiert. Nicht so schlimm, wische ich ab. Ich hoffe, ihr habt irgendwas gesehen jetzt davon. Ja, und dann lasse ich die hier liegen. Bewege die am besten so wenig wie möglich, dass die eben, ja, dass die nicht noch überkippen und das außen runter läuft. Ja, und so sieht es dann aus. Dann machen wir mal das nächste. Selbes Prinzip. Bisschen Harz drauf kippen. Und dann mit dem Stäbchen verteilen.
Übrigens wollte ich euch auch noch mal darauf hinweisen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt aktuell ein Gewinnspiel auf meinem Kanal. Da ist noch ein bisschen Zeit zum Teilnehmen, also wenn ihr Bock habt, schaut mal rein, wenn ihr nicht schon mitgemacht habt. Könnt ihr ruhig noch mal reingucken in das Video. Und ich würde mich freuen über eure Teilnahme. Ja, ich habe schon ein paar coole Beiträge bekommen für das Gewinnspiel und ja, ich bin echt mega gespannt, wer dann am Ende gewinnen wird, weil das entscheidet ja ihr über Facebook. Ja, deswegen solltet ihr vielleicht meine Facebook-Seite auch noch geliked haben, weil dass ihr das mitbekommt und auch bei der Abstimmung teilnehmen könnt, weil ihr bestimmt die Gewinner dann. Ja, so sieht's mal aus. So. Ich werde dann übrigens nochmal Bescheid geben, wenn die Teile in den Shop kommen. Also ich werde die jetzt nicht einzeln reinstellen, ich werde noch ein paar Teilchen machen in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis Halloween. Wir haben ja noch August. Und ja, ich werde dann Bescheid geben, wenn die Teilchen drin sind im Shop, allesamt, und dann könnt ihr zuschlagen. Ja, und wie gesagt, sagt mir Bescheid, ob ihr da Interesse habt, auch an so kleinen Mixtütchen von den Kürbisdingern, und ja, dann würde ich euch die auch mit reinstellen. So. Da haben wir es schon. Noch einer fertig. Ich hoffe, ihr seht die Bläschen. Ne, ich glaube, das könnt ihr gar nicht sehen. Aber es macht ja auch nichts. Ich gehe jetzt nochmal schnell drüber. Ist gar nicht so leicht hier mit dem Handy da oben. So. Gut. Und den letzten. Ja, und das war es dann auch schon. Also ihr müsst dann einfach nur die Teilchen gut durchtrocknen lassen. Kennt ihr ja schon von Harz. Also das braucht schon ja, so 24 Stunden mindestens, bis man das auch anfassen kann obendrauf. Das ist immer so ein bisschen schwierig beim Domen. Also ich würde da wirklich geduldig abwarten, auch wenn es schwer fällt. Ja. Also wie gesagt, mindestens 24 Stunden sollte das schon durchhärten. Und dann könnt ihr eure Schüttelteile auch schon benutzen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Tutorial, könnt ihr mich auch gerne anschreiben, das ist kein Problem. Ich werde versuchen, dann auf alle eure Fragen irgendwie einzugehen und eine Antwort zu finden. Ja. Und wie gesagt, man kann das ja auch mit anderen Molds machen, also es gibt da ja viele verschiedene Molds. Ich fand einfach die Sargmold total cool. Mir hat es voll zugesagt, ich liebe ja Halloween und ja. Ich fand das jetzt auch nicht, also erst so, manche Leute, denen ich das erzählt habe, haben gesagt, oh, das ist ein bisschen makaber, so Sargform und so. Aber ich denke, man kann da auch schön Kawaii-Sachen draus machen. Das machen die Amis ja auch. Und könnt ihr mir mal sagen, ob ihr da auch Interesse dran hättet an so Särgen in Pastellfarben? Also jetzt nicht unbedingt nur in dieser Candycorn-Variante, sondern auch einfach in rosa oder in hellblau oder wie auch immer. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so, ja, was für euch möglich wäre, was ihr da so seht. Was euch interessieren würde, wie auch immer, dann kann ich das ja auch gerne mal machen. Jetzt habe ich schon wieder da mein Feuerzeug reingetatscht. Ja, ich muss das dann nochmal ohne Stativ machen. Da ist es dann besser. So. Ja, ihr Lieben, das war mein Tutorial zu den Shakern. Ich werde die euch dann in einem weiteren Video zeigen, wenn die fertig sind. Weil ich werde das Video jetzt zusammenschneiden, hochladen, damit ihr das Tutorial jetzt direkt schon angucken könnt. Weil wie gesagt, es ist kein Hexenwerk, da einfach Folie draufkleben und domen, fertig. Das war's schon. Das ist eigentlich total easy und ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Und wie gesagt, bei Fragen gerne auf mich zukommen. Und ja, dann würde ich sagen,
wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssi.